Hallo, willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus MK4 2019. Im letzten Video habe ich euch gezeigt, wie man die Kofferraumbeleuchtung von der normalen Glühbirne auf die LED wechselt. Da kamen ein paar Kommentare, ja, wie sieht es denn aus mit der Stromstärke und somit der damit verbundenen Dimensionierung der verbauten Kabel und der Temperatur der LED, weil das ja deutlich heller leuchtet und. Und in diesem Video schauen wir uns das Ganze mal an. Dafür habe ich hier meine Spannungsquelle, ist ein bisschen in die Tage gekommen, zeigt nicht mehr das Richtige an, deshalb Multimeter. Also eingestellt sind 12,8 Volt, wie eine volle Batterie im Auto auch ist. Und im ersten Schritt schauen wir uns mal an, wie es sich mit der Stromstärke verhält. So, und wir sehen 350, 360 Milliampere. Die Standardbirne. So, also die LED verbraucht 360 Milliampere. Also genau das gleiche wie die Standardbirne. Somit wissen wir jetzt, dass die Kabel, die im Auto in unserem Focus verbaut sind, groß genug dimensioniert sind, um auch mit der LED klarzukommen, weil die Stromstärke ist genau die gleiche wie mit der Standardbeleuchtung. Und jetzt im nächsten Schritt schauen wir uns an, wie es mit der Temperatur aussieht. So, ich habe jetzt das Ganze hier festgemacht. Wie gesagt, keine Halterung, somit das Ganze hier nur als Behelf. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie warm wird die Standardbirne. Und wir schauen natürlich auch auf die Zeit. Geht hier nicht um eine hochpräzise Messung, sondern einfach nur mal um zu schauen, was macht die Birne. Das ist natürlich auch kein Hochpräzisionsmessgerät, aber es soll uns nur als Hinweis dienen, in welche Richtung geht es. Aktuelle Raumtemperatur 23, 24 Grad, zeigt mir auch mein Thermometer zu Hause an. Und sobald ich das hier berühre, steigt natürlich die Temperatur, wie ihr seht, auf 32 Grad an. Wenn ich jetzt noch weiter halten würde, wird es natürlich dann wahrscheinlich noch hochgehen. Okay, also die Birne ist jetzt 34 Sekunden an. Also eine übliche Kofferraumzeit, mal aufmachen, gucken, was drin ist und dann wieder zumachen. Und wir sind jetzt schon bei knapp 100 Grad nach ziemlich genau 50 Sekunden. Wir setzen uns mal ein Ziel von 2 Minuten und schauen, was nach 2 Minuten rauskommt. Und das ist so dann unsere Zielmarke auch für die LED nachher. Was für eine Temperatur haben wir nach 2 Minuten erreicht? Wir sehen, auch hier ist es schon mehr oder weniger eine Sättigung. Also die Temperatur ändert sich nicht mehr großartig. Wir sind jetzt bei 1 Minute 55, also knapp 2 Minuten und haben eine Temperatur von 138 Grad. Runden wir auf 140 Grad. Die LED ist jetzt wie auch die normale Birne gerade eben eine halbe Minute an. Und jetzt schauen wir uns mal die Temperatur der LED an. Ich decke das Ganze nur zu. Ich weiß, die Hitze staut sich jetzt, aber ich decke das Ganze zu, weil es mich sonst zu sehr blendet. Wir sind jetzt nach 44 Sekunden bei 60 Grad. Wir machen mal einen Zwischenstopp nach 1 Minute. Und ich bin jetzt direkt auf den LEDs drauf, also dort, wo auch die Hitze entsteht. Also nach 1 Minute haben wir knapp über 70 Grad. Ich gehe jetzt mal auf den Kühlkörper. Der ist etwas kühler. Gehe jetzt wieder direkt auf die LEDs. Gehe jetzt wieder direkt auf die LEDs. Also nach 2 Minuten haben wir eine Temperatur von, sagen wir mal, um die 90 Grad. Aufgerundet 90 Grad, bei der Glühbirne hatten wir aufgerundet 130 Grad, also 40 Grad Unterschied, 40 Grad kälter als die Standardbirne.
Ich lasse jetzt extra noch mal ein bisschen das Ganze weiterlaufen. Wie gesagt, wir hatten es ja, ich habe es ja aus Versehen kurz abgesteckt durch meine laienhafte Konstruktion jetzt hier. Okay, wir sind jetzt bei 2 Minuten 30 und es hat sich dann auf diese 90 Grad ungefähr eingependelt. Ich versuche jetzt nochmal einen anderen Punkt hier anzuvisieren. Einfach nicht, dass ich da jetzt vielleicht irgendwas Kaltes erwischt habe, also kühler als vielleicht die andere Gegend. Auf 100 Grad, ehrlich gesagt, bei 100 Grad pendelt sich das Ganze jetzt ein. Nach 3 Minuten, 100 Grad, immer noch ein Unterschied von 30 Grad, aber 30 Grad, ich mache das aus, weil es auch zu hell ist, 30 Grad kälter als die Standardbirne. Wir können also jetzt zusammenfassend sagen, die Standardbirne 360 mA, die LED 360 mA. Gleiche Stromstärke, somit keine Befürchtung, dass das Kabel irgendwie unterdimensioniert wäre und dadurch irgendwie ein Kabelbrand entstehen könnte. Von der Temperatur her, Standardbirne um die 130 Grad, die LED um die 100 Grad. Natürlich je nachdem, wo man jetzt hier das Ganze fühlt. Ich hatte es, um es euch jetzt genau zu zeigen, ist immer noch ziemlich heiß. Ich hatte jetzt den Temperaturfühler hier liegen und hier sind ja die Kühlkörper, also hier und hier gehabt, also hier, und da waren wir auf einen Wert von um die 100 Grad, also immer noch kälter als die Standardbirne. Okay, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Über ein kostenloses Abo würde ich mich freuen, dann weiß ich, dass ihr Interesse an den Videos habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!